Wir spielen Super Toastcard. One.a.k. Super Toastcard. Zu einer weiteren Folge von Toastcard 1.a.k. Und wir haben 10 Add-on-Cards und heute geht's, wie ihr im Titel schon gesehen habt, um Flugzeuge und Züge. Als erstes schauen wir uns das Card Plane an, aus was die späteren Cards auch bestehen, also quasi die Vorlage. Paper Plane von 404 in der Version 1. Fatal Error. Drivecraft, Fixcraft, Check for Reach und auf Shortcuts, was für ein Ding? Und hier sind wir schon. Erinnert mich sehr an das Telegram-Logo, aber im Großen und Ganzen sind wir einfach nur ein Papierflieger, der auch nichts anderes ist als ein Papierflieger. Fühlt sich natürlich ein bisschen weird an, so zu fahren, aber ja, it is how it is. Wäre ein bisschen cooler, wenn er so ein bisschen mehr in die Kurve gehen würde, also so ein bisschen, fliegen würde, so ein bisschen mehr. Aber das tut er eher weniger. Aber man kann mit dem gut fahren, das ist voll in Ordnung. Es ist jetzt nicht, das allerkrasseste Card, also ich würde es wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt auswählen, wenn ich jetzt die Wahl hätte. Aber es ist jetzt auch kein Card, wo man sagen würde, oh, das ist richtig bad. Was natürlich spannend sein wird, ist, ob es irgendwelche Art von Animationen hat, was ich aber nicht glaube. Und auch Farbeanpassungen glaube ich ehrlich gesagt eher nicht. Wäre aber cool, wenn man so mit verschiedenen farbigen Papierfliegern rumfliegen fahren könnte. Irgendwie sieht es in meiner Facecam aus, als ob ich hier Party machen würde mit den ganzen Farbwechseln hier. Ja doch, er lehnt sich schon so ein bisschen in die Richtung. Das ist schon okay eigentlich. Für das, was es ist es ein gutes Card. Weg mit dir! Haha! Und natürlich keine Animation, was auch sonst. Nö. Aber hier gibt es auch nichts. Und das ist wieder sehr, sehr tragisch. Ja, ich denke, wir werden bei den 1,5 Sternen jetzt erstmal, weil es ist halt leider nicht viel. Lass sie farblich gestalten und dazu vielleicht noch, dass es dann auch noch eine Animation hat. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch kurz hochhüpft oder irgendwas. Und dann ist es okay, aber 1,5 gibt es hier gerade nicht, ne? Gibt eine Animation oder vielleicht eine Farbumgestaltung und dann gebe ich auch 2 Sterne. Aber so kann ich leider nicht mehr gehen. Kommen wir zum nächsten Flugzeug und zwar zu Tux Family Plane. Retextured and remodeled by MRM 5686 Plan by 404. See license for more details. This is the last one I will do, really. Okay, es gibt noch andere, aber die anderen schauen wir uns danach an. Und hier sitzen 2. Okay, und daneben ist auch noch einer. Okay, ganz viele Tuxe. Die Musik war gerade so leise, deswegen musste ich gerade ein bisschen nachhelfen. So, was haben wir für ein Card? Wir haben ja 3 Tux in einem. Einmal dann kleinen, dann einmal hier und einmal die Penny oder Penya, oder wie heißt die? Penny, glaube ich. Aber irgendwie ist sie viel kleiner, also sieht eher aus wie ein Kind oder so von Tux. Aua. So, kommt die jetzt raus, direkt aus dem hinteren Pinguin. Das ist dann doch sehr mystisch. But why? Wie hört das Lied so an, als ob da ein Basketball drin wäre. Der Sound von einem irgendwie ganz mystisch. Und wieder keine Animation, natürlich nicht. Aber da bin ich ehrlich, wenn du schon einen Recolor machst oder ein Remodeling, dann mach doch wenigstens Animation rein. Und auch hier gibt es überhaupt nichts. Das heißt, wir sind hier auch bei dem einen Stern. Schade eigentlich. Ein weiteres Plane von MRM 5686. Plane Model bei 404 und Adiumi Zack Raven. Und wir haben hier Ducky Plane, also quasi Adiumi. Wird wahrscheinlich das einzige Card sein, das wegschaut in der Vorschau. Und wieso ist hier oben eigentlich so ein Strich bei dem und es ist so schlecht ausgeschnitten? Also irgendwie ist es auch sehr, sehr cursed. Aber wir gehen jetzt hier zu Ducky Plane, das ist ja relativ cute. Und ich mag das Grüne eigentlich auch ganz gerne von diesem Papierflieger. Aber auch hier keine Bewegung, nichts. Ja, ich kann euch jetzt schon sagen, wird ein Stern werden, oder? Ah, das ist die Map mit den weißen Palmen, stimmt. Die gab's ja auch mal. Ja, ich weiß nicht, was mir nur so vorkommt, aber irgendwie fährt sich der sehr viel schwerfälliger als die anderen davor. Die anderen Planes. Toll. Danke für diesen Basketball. Und natürlich wieder nix. Da ist die Ente doch so cute, Mano. Ja, auch ein Stern. Dann kommen wir noch zu dem letzten hier. Der schaut auch weg interessant. Astroplane, Astronaut Model by 2-Eyed Mike. Plane wieder von 404 und Retextured von MRM 5686. Ja, naja. Es ist halt dasselbe. Immer und immer wieder. Digga, es reicht auch mal wieder mit den Schirmen. Ja, das packt hier auch wieder schön durch. Ja, es ist
Es wird wieder ein 1-Stern, das ist ein bisschen tragisch. Nö, keine Animation und keine Kartfarbe. 1 Stern. Kommen wir zu den Zügen. Da haben wir einmal Christie's Train von Darren for Christie. Und ja, das ist einfach ein Zug. Version 2 und der ist auch schon ein bisschen älter, aber wir gucken uns den trotzdem an. Und dann sitzen wir hier wirklich im Zug und da ist sogar eine Person drinnen. Also auch wenn das ein bisschen trashy aussieht, der sich in die falsche Richtung oder sie sich in die falsche Richtung dreht beim Lenken, wenigstens mehr lebendig als die ganzen Papierflieger davor. Bin ich ehrlich. Und macht auch mehr Spaß mit dem zu fahren, einfach weil es auch lustig ist. So, liebe Kinder, hier bei Rot eigentlich stehen bleiben, ne? Ha, da fährt das Minecart vorbei und hier fährt der Zug. Aber auch cool mit dem Rauch, also mit dem Dampf da oben, das feiere ich. Das hat was. Oh no, oh no. Ja, cool, so viele Klatschen. Ja gut, die Klatschen gehen ein bisschen durchs Haus durch. Das ist ein bisschen nicht so schön, aber naja, es ist kein Weltuntergang in meinen Augen. Aua. So, liebe Kinder, hier bei Rot eigentlich stehen bleiben, ne? Ne, ich mag das Kart. Ich finde das irgendwie cool. Und ich glaube, wir sind hier im guten 2-Sterne-Bereich. Und auch wenn es keine Animation gibt, ja, der geht 2 Sterne. Hat es auf jeden Fall verdient. Und die Kartfarbe ist auch nicht änderbar. Boah, das ist die Frage jetzt. Sieht ein bisschen gruselig aus, die Person, die hier drin ist. Aber da das Kart mir schon viel besser gefällt als die ersten davor, weil es ein bisschen mehr Leben hat, gebe ich dennoch 2 Sterne. Kommen wir zu einigen, ja, Zügen. Und wir fangen an mit dem Emu 3000 Intermediate. Und die sind alle von Cerno de Ice Ferry Racing. Da hatten wir auch schon einiges von dem. Gibt doch keine Bewertung scheinbar. Also fahren wir das mal. Ist relativ neu. Inspired by Touch Rail Emu 3000 Pullback Car. Ah ja, einfach ein Zug. Toho. Und holy, ist der riesig. Erinnert mich so ein bisschen von dem Format so an das Nayo Kart. Und das Ding, boah, das steuert sich wie ein Kühlschrank gefühlt. Aber irgendwie ist es lustig. Und irgendwie auch ein bisschen kreativer als die Papierflieger. Ja, okay, steuert sich doch gar nicht so schlecht. Und irgendwie hat es schon Style, muss ich sagen. Also irgendwie ist es schon cool. Und das ist auch cool mit der Bombe, die da jetzt einfach so rausguckt. Wird sich natürlich ändern wahrscheinlich hier in Super Kart Evolution, wenn da die Bombe anders aussieht. Aber im Großen und Ganzen ist lustig. In die Lava. Oh no. Hier gibt es Lichter und so weiter. Leider schaut da niemand raus. Ich glaube, das wäre, noch eine coole Sache, was man machen könnte. Wirklich, wenn wer drin sitzt, der einfach lenkt. Warum nicht? Einfach irgendwen. Hätte was, glaube ich. Hätte schon was. Bumm. Oi, da wird ja alles aufgewuselt. Ah, no. Ich muss ja viel später springen hier. Oh, ich war zu langsam. Irgendwie finde ich es lustiger als die ersten Karts hier. Einfach so ein Zug. Ist schon irgendwie cool. Aber es hat halt natürlich wieder keine Animation und so Zeugs. Allein, dass einfach ein Chuchu oder irgendwie rauskommen würde, einfach oben. Naja, schade. Komm, bitte, gib mir jetzt die Farbveränderung. Bitte, bitte, bitte. Und sie gibt's, auch wenn sie nicht groß ist, sie existiert. Und das finde ich super. Das finde ich wirklich super. Und ja, ich würde sagen, dadurch, dass ich schon cooler finde als den davor, würde ich die 2 Sterne geben. Ich glaube, 2 Sterne ist fair. Also ich fand es schon besser als die Papierflieger. 2 Sterne von mir. Als nächstes Emu Soft. Okay, ist auch wieder inspiriert. Wir schauen mal, was der so kann. Sehe ich das gerade so, dass es einfach genau dieselben sind mit anderen Farben? Nein. Das ist einfach derselbe. Warum? Das ist halt wirklich derselbe. Wie hat sich der andere besser gesteuert, aber ich glaube, das wirkt nur so. Ja, wow, da kannst du genau dasselbe machen wie beim anderen. Also sorry, aber was soll ich jetzt bei dem machen? Es ist dasselbe Kart. Es ist dasselbe Kart, nur dass dieser Strich da oben anders ist. Also weiß ich nicht. Vor allem, also jetzt mal, keine Ahnung, ich finde das jetzt einfach, sowas, tut mir leid, wenn es böse klingt, müllt den Add-on-Store aber ein bisschen zu, finde ich. Weil das ja nichts anderes ist als das andere Kart. Und du kannst die Farben hier anpassen, wie du willst. Wenn du den anderen Zug willst, ja, dann hast du die Farbe ungefähr. Also, dass nur dieser kleine Strich sich ändert, finde ich krank. Das ist heavy. So, ich gebe trotzdem 2 Sterne und jetzt kommen wir hier zum Emu 3000 Tour. Das ist jetzt ein bisschen was anderes, weil es mehrfarbig ist. Aber von vorne und hinten siehst du halt einfach überhaupt keinen Unterschied. Und hey, da ist ein anderer Zug. Von der Seite siehst du uns ein bisschen, aber auch nicht so wirklich. Gut, das wäre nicht die allerbeste Map, um Karts zu zeigen, aber naja, it is how it is. Der andere Zug wurde gecrashed. Und jetzt sehe ich wieder. Es ist halt wirklich dasselbe wie gerade eben. Ich bin mal gespannt, ob man hier auch was ändern kann. Farblich, weil wenn das nicht geht, dann bin ich wieder bei 1 Stern, weil Animationen haben die ja sowieso alle nicht gefühlt und das ist halt auch ein bisschen tragisch. An sich finde ich die Idee von den Zügen cool, nur ich verstehe nicht, warum die alle exakt gleich aussehen. Oder sind das andere Züge und ich bin einfach nur ein Zugbanause und kenne den Unterschied nicht. Aber ich glaube nicht. Aber auch das Logo sieht halt exakt identisch aus, bis auf den Strich. Oh Gott.
Jetzt fährt der andere Zug mit, sehr gut. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Ja, okay, aber das macht jetzt irgendwie so komische Flecken. Ich weiß es nicht. Wäre es möglich, an alle Supercard-Profis und Entwickler und Add-on-Ersteller, wäre es möglich, dass man das nicht so nach der Farbpalette hier macht, sondern pro Nummer ein Preset macht. Dass man zum Beispiel sagt, okay, bei Nummer, keine Ahnung, 67 hat man dann zum Beispiel dieses Muster mit den verschiedenen Farben. Und dann bei Nummer 15 oder 18 hat man dann diesen blauen Strich. Und beim anderen genau den anderen, so dass man so mehr oder weniger bestimmte Farben speichert, die nicht unbedingt auf diesem Strahl sind. Das war die Frage, ob das geht. Ja, ich bin auch, ich gebe 2 Sterne. Es ist halt einfach ein normaler Zug, der Spaß macht zu fahren, aber sich nicht großartig von anderen abhebt. Dann haben wir noch den Wet. Ist der jetzt nass oder was ist mit dem los? Der ist halt auch ein Zug und wie unterscheidet sich der? Der hat einen blauen Strich, einen dunkelblauen Strich. Boah, ich weiß nicht. Also, ich glaube, dass der Titel mit den Flugzeugen und mit den Zügen hört sich dann doch ein bisschen spannender an, als er letztendlich dann waren. Also die ganzen Add-on-Cards. Also ich habe jetzt seit längerem mal wieder eine Folge gemacht, aber ich bin fast ein bisschen enttäuscht von der Auswahl. Aber vielleicht liegt die auch ein bisschen an mir, vielleicht hätte ich besser auswählen können. Aber schreibt gerne in die Kommentare, welches Add-on-Card ich im nächsten Part zeigen soll. Von Fahrstil alles fein, aber es hat wieder nur dieser eine Strich, der anders ist. Noch gut, dass wir vor der Ziellinie starten, aber Animation gibt es hier auch gerne. Bin jetzt gespannt. Das ist auch einfach ganz normale Farben. Aber das ist halt wirklich 1:1 dasselbe Kart wie die anderen beiden. Also in meinen Augen hat von denen wirklich nur der Tour mehr oder weniger mit den verschiedenen Farben hier ein Existenzrecht. Und dann noch einen der andere vielleicht. Aber meinetwegen der hier, ist ja egal. Weil diese Farbe vielleicht noch ein bisschen specialiger ist. Aber der Rest, ich weiß es nicht. Der ist das Specialige, das ist einfach rot. Normales Rot gibt's ja. Und das ist dunkelblau. Dunkelblau soll es auch geben, denke ich. Das ist dasselbe. Oder ist es ein Unterschied, das Blau und das Blau? Das ist kein Unterschied. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber ich ändere jetzt meine Wertung. Und zwar, der Intermediate, der bleibt bei 2 Sternen. Den Soft, den stelle ich auf 1 Stern, weil ich sehe ehrlich gesagt nicht, was für eine Existenzrecht er hat. Die Tour lasse ich auch bei 2 Sternen und den stelle ich auch auf 1, weil der hat in meinen Augen kein Existenzrecht, weil du die beiden Farben, die du mit Wet und Soft machen kannst du mit dem Intermediate auch machen. Und dieses Türkis, besondere Blau, das gibt's halt nicht. Okay, ich nehme es zurück, es gibt's schon. Aber schaut euch das an, das ist insane. Von den anderen Stats, aber das ist doch unnötig. Also, keine Ahnung. Ich mache Folgendes. Ich gebe dem auch nur 1 Stern und habe jetzt quasi nur noch den Tour, der 2 Sterne hat. Und ich hätte folgenden Vorschlag. Und zwar ändert das so, dass wenn die Farbe angepasst wird, dass dieses Muster wegfällt und dann kann man alle 3 anderen auch hinsetzen. Und wenn jetzt die Antwort kommt oder so, aber die Geschwindigkeit ist anders, ich weiß nicht. Also das ist für mich zu wenig, damit da 3 weitere Add-on-Cards existieren dürfen. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, ist relativ gut getroffen. Also das ist auf jeden Fall ein guter Job. Ein guter Job wurde schon gemacht, wenn man hier mal guckt. Hallo? Also schon gut getroffen, muss man sagen. Also alle 1 Stern bis auf Tour. Ein Card, was rauskommt, wenn ich Blaine angebe, ist noch Ace Y11-H4W von Qualitanti. Ist von letztem Jahr und ja, es hat hier Blended drin stehen und deswegen kommt es, wenn ich Blaine angebe. The Red Cowboy from the Open Source Party Shooter game Red Planet Rampage arrives in the Mascot Kingdom in search of cattle. Dann schauen wir mal. Ich wollte noch jetzt ein vorgestelltes Card nehmen, weil ich denke, dass es auf jeden Fall fair wäre. Und das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Und es bewegt sich, hey! Aber gut, das habe ich ja auch erwartet bei einem Card, welches vorgestellt ist. Bruh, da wurde ich hier ordentlich zerstört. Wie muss ich sagen, dass die alte XR 591 ein bisschen mehr Charme hat als die neue? Keine Ahnung, ich mag die alte gerne. Was ist eure Lieblingsversion von dieser Map? Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwas präferiert. Aua. Boah, schöner Treffer. Cool, wie er auf einer Rakete reitet. Also ich finde, das ist auch mal eine nette Idee. Kann man machen. Ist ganz cool. Ey, wer war das? Bruh. Das soll ich schaffen, bis ich im Ziel bin. Yippie! Und eine coole Animation hat er auch noch. Yeah! Dappt der am Ende? Sieht fast so aus. Naja, so ein bisschen in beide Richtungen. Die Frage aller Fragen, wie sieht es aus, wenn ich verliere? Oh, da schämt er sich aber, der Arme. Und jetzt
sehen wir, ob wir die Farbe ändern können. Und wir können sie nicht ändern. Gar nicht. Das verstehe ich jetzt zum Beispiel nicht. Wenn jetzt hier zum Beispiel aber eine Platte wäre, wo man die Farbe ändern könnte. Das wäre doch cool. Oder warum kann man nicht einfach alles ändern? Weil es muss ja nicht immer so realistisch nach dem Vorbild von dem Ganzen sein. Schade. Sehr, sehr schade. So, schauen wir uns mal Red Planet Rampage an. Aber hier gibt es doch auch andere. Schaut mal. Hier gibt es doch auch den ganzen Typen hier in lila. In verschiedenen Farben. Ja, wieso gibt es den dann nur in Rot, in Super Tuxcard? Da gibt es den auch noch in Gelb. Also das ist ja mega schade. Also dann bin ich ehrlich, gib mir die Farboption, ich gebe 3 Sterne. Aber davor bin ich bei 2, weil ich das so schade finde. Und damit haben wir heute echt keinen Card mit 3 Sternen. Aber so ist es. Wollt ihr eins vorschlagen, was vielleicht 3 Sterne gibt? Oder vielleicht auch ein ganz anderes? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und liken, hypen, abonnieren nicht vergessen. Und kommentiert gerne, wenn ihr wollt. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao, euer Zickerflick. Tschüss.